Hallo, ich begrüße Sie zur Rohstoffmarktübersicht. Heute geht es um den Zuckermarkt. Michaela Kuhl aus der Commerzbank wird Ihnen heute mehr verraten. Die Zuckerpreise sind in der letzten Zeit holprig gewesen. Zum einen aufgrund der schwachen Nachfrage aus China und zum anderen aufgrund des Produktionsüberschusses in Brasilien. Was können die Zuckerhändler innerhalb der Kurzfrist erwarten? Hierbei wird die Balance zwischen der Zuckerproduktion und der Nachfrage nach Zucker in den kommenden Jahren die ausschlaggebende Rolle einnehmen. Im Jahr 2016 und 2017 rechnen wir mit einem Mangel. Nach so vielen Jahren, in denen überwiegend ein Überschuss auf dem Markt fixiert wurde, wird der anstehende Mangel den Preis doch recht stark beeinflussen. Die brasilianische Ernte ist enttäuschend ausgefallen. Die Zuckerproduktion des Landes hat auch abgenommen. Die Daten, die die Monate April bis einschließlich heute einnehmen, bezeugen, dass die Zuckerproduktion im Vergleich zum vergangenen Jahr um ganze 11% abgenommen hat. Have a huge influence on the price development over the next months, especially if you see that the current Brazilian harvest is rather disappointing. Not only the harvest of sugarcane, but especially the production of sugar is considerably lower than last year because a higher share of sugarcane is going into ethanol production. So from the start of the season in April until the current date, latest data say that there is a minus of 11% on last year's sugar production. So that makes this deficit, this looming deficit, even more realistic and brings that back into mind. Der El Niño hat mehrere landwirtschaftliche Produkte negativ beeinflusst. Momentan kann man das Aufkommen eines weiteren natürlichen Phänomens beobachten. Es ist die sogenannte La Niña. Wie wird dieses Naturereignis die Zuckerpreise beeinflussen? Der aktuelle El Niño-Effekt, der noch bis ins Jahr 2016 anhalten wird, wird von der La Niña abgelöst werden, was den Zuckermarkt wieder einem weiteren Risiko aussetzen wird. Die La Niña wird in solchen zuckerherstellenden Ländern wie Brasilien eine harte Dürrephase auslösen. Innerhalb der letzten 2 Jahre hatte Brasilien bereits 2 Dürrephasen erlebt. Der La Niña-Effekt soll in der Jahresmitte von 2016 eintreten und bis zum Jahresende anhalten, was die Ernte des kommenden Jahres natürlich negativ beeinflussen wird. Too dry conditions over most of the last 2 years in Brazil. So although the moisture situation has increased or is better now than some months ago, if there would be La Niña looming, let's say from mid-2016 or by the end of 2016, that would definitely be a negative impact for the harvests to come. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Zuckerpreise um ganze 23,8% gesunken. Im August haben die Zuckerpreise einen seit 7 Jahren nicht mehr gesehenen Minimalwert erreicht. Wie werden die Zuckerpreise bis zum Jahresende aussehen? Diese Aussichten unterscheiden sich kaum von dem bisher Gesagten. Die Marktunsicherheit bleibt stark. Man weiß nicht, wie die indische Ernte ausfallen wird. Der Abstieg der brasilianischen Real ist ein Faktor, der den Zuckermarkt durchaus erfreuen könnte. Dies ist der Grund, warum der Preisabstieg so groß gewesen ist. Hier sahen die brasilianischen Hersteller eine tolle Möglichkeit, ihren Zucker weltweit preisgünstig verkaufen zu können. Solange die brasilianische Landeswährung weiter absteigt, werden die Zuckerpreise kurzfristig kaum steigen können. Die aufkommende La Niña-Saison wird die von mir bereits genannten Risiken nur noch fördern, was den Zuckermarkt im Jahr 2016 erheblich belasten wird.
while we think that the Brazilian real will stay quite weak and even might depreciate even further, we see no huge potential for prices going up in the short term. However, with a new season developing and some risks for the production arising, we think that there is some upward potential for 2016, and this might be increased if, for example, reports on La Niña emerging would come into mind or would influence the market more than at the current moment. Michaela, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran. Alles Gute und bis bald.